Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, zum Anfang des Videos wollte ich euch mal eine kleine Frage stellen, die ich sowieso die letzten Tage euch mal fragen wollte. Und zwar wollte ich generell mal so einfach in die Runde fragen, wie ihr die neuen Events so findet. Ja, seid ihr da so Fan von? Habt ihr vielleicht zu hohe Erwartungen gehabt? Seid ihr denn deswegen, weil ihr zu hohe Erwartungen habt, enttäuscht worden, weil es jetzt nicht viel Neues gibt? Oder sagt ihr, jo, Alter, die Events, die gefallen mir richtig, richtig gut und da kann man eigentlich nichts gegen sagen. Das würde mich mal interessieren, wie ihr das Ganze so seht, weil jetzt haben wir ja mittlerweile 2 Events schon kennengelernt von den neuen und wollte da ganz gerne mal eure Meinung, euer Feedback zu diesen neuen Eventarten hören. Ja, das auf jeden Fall mal so zur Videofrage. Und ja, ich muss sagen, die Events sind eigentlich ganz nice, muss ich sagen, weil erstmal hatte ich selbst nicht hohe Erwartungen gehabt, deswegen sollte man sowieso nie, dann kann man auch nicht enttäuscht werden. Und ja, für die Leute, die da vielleicht keine Ahnung, hohe Erwartungen hatten oder so, oder sagen, da hat sich jetzt gar nicht so viel geändert, kann man so viel dazu sagen. Was will man da auch großartig ändern, oder was will man da großartig anders machen? Weil im Prinzip diese Grundevents, die wir so kennen, die sind ja quasi ja schon Inbegriff so ein Stück weit von Shakes and Fidget, da es ja jedes Wochenende ein Event gibt. Und dieses Grundprinzip von, ja, was weiß ich, doppelt so viel Erfahrungspunkte oder Gold halt, ne, oder halt Pilze, wie gesagt, das kommt ja noch, oder Epic-Event oder so. Was will man da großartig anders machen? Jetzt sind es halt dieselben Events, nur halt noch mit kleinen Features hier und da dazu. Und deswegen kann man eigentlich nichts dagegen sagen. Es hat sich nicht großartig viel geändert. Also man hat vielleicht so komplett neue Eventarten ja, sich vorgestellt. Ich hatte mir das auch vorgestellt, so komplett neue Sachen. Ja, aber so im Prinzip diese kleinen Abwandlungen von diesen Events finde ich persönlich eigentlich auch relativ nice, muss ich sagen. Ja, aber wie gesagt, da wollte ich mal ganz gerne eure Meinung zuhören, was ihr so darüber denkt und was ihr dazu sagt, ja, wie ihr das bisher findet. Und bisher haben wir ja auch noch gar nicht komplett alle Eventarten kennengelernt. Da kommt ja noch dann einiges auf uns zu, worauf wir uns freuen können. Ja, und die Sachen, die wir bisher gesehen haben, fand ich eigentlich jetzt gar nicht so verkehrt. Gut. Ja, auf jeden Fall, wir gehen mal rüber von meinem Main-Char zu dem Battle Mage hier. Den kennt ihr alle, ihr liebt ihn alle, ja. Die meisten von euch feiern die Klasse, ich feiere die Klasse auch. Das ist eigentlich die perfekte Klasse für mich. Ne? Das ist halt eine Free-to-Play-freundliche Klasse oder eine pilzsparende Klasse. Man muss nicht viel Pilz investieren, man weiß, wo man ist, hat einen soliden Schaden, ist die stärkste Late-Game-Klasse, die es geben wird in Shakes and Fidget. Da geht nichts dran vorbei. Und deswegen ist auf jeden Fall der Battle Mage auch aufgrund seines Sets und seiner Fähigkeit eine sehr coole Klasse, wie ich finde. Und deswegen spiele ich die nach wie vor immer auch noch gerne und kann sie jedem von euch ans Herz legen, der ja jetzt nicht darauf aus ist, in den ersten paar Monaten neue Rekorde zu knacken im Bereich Level oder so. Ja, wir sind heute auf dem Server hier und zwar aus einem Grund, weil hier wahrscheinlich jetzt in nächster Zeit bald eine Ära zu Ende gehen wird. Ihr wisst ja, ich habe auf dem Server hier gestartet, da war damals noch in der Gilde White Shark hier, da war zum Serverstart, den hatten wir ja mit Terra und Unge zusammen gestreamt gehabt. Ne, vielleicht könnt ihr ja auch mal in die Kommentare schreiben, wer mich von der Zeit schon kennt oder wer seit dieser Zeit schon dabei ist. Ne, da hatte ich ja mit Terra und Unge zusammen 2 Streams gemacht auf dem Server und wir waren auch alle, soweit ich das noch einigermaßen weiß, in dieser Gilde drinne und haben halt den Start hingelegt. Das heißt, ich bin seit Anfang an in dieser Gilde White Shark drinne. Sehr coole Gilde auch gewesen. Dann hatte sich das ein bisschen getrennt gehabt. Terra hat die Klasse nicht so gut gefunden. Unge ist natürlich mit dem Battle Mage, ja, das war auch nicht so seine Welt gewesen, weil man halt nicht so fett durchpilzen konnte. Die Dungeons liegen halt nicht mit der Klasse und so. Es ist halt eine Ausdauerklasse, wo man
ja, ein bisschen Zeit reinstecken muss, bevor sie sich im Late Game dann komplett entwickelt. Dann wurde die Gilde White Shark sehr lange Zeit von Abla geführt, was auch mit die coolste Gildenzeit war, die ich in Guns, Shakes and Fidget hatte. Ja, auf meinem Main-Server, da bin ich ja in der Gilde Flames of Destiny. Die ist auch schon jahrelang alt und hier sind auch noch sehr viele aktiv, aber der Gildenchat ist halt nicht mehr der es mal war, und den habe ich auch nie so wirklich kennengelernt, weil die Gilde halt schon so elendig alt ist. So, das kommt halt mit der Zeit, ne? So, wie gesagt, hier der Serverstart übrigens auch nicht vergessen mit Pain, also The Golden Pain war hier auch noch mit in der Gilde. Auch noch ein großer Grund, warum ich diesen Server auch so gerne gespielt habe und auch mit ihm zusammen in der Gilde hier eine coole Zeit hatte. Wie gesagt, eigentlich waren wir eine coole Gilde gewesen so, und es hatte mir super viel Spaß gemacht. Ich hatte hier die beste Zeit oder die beste Gildenzeit in Shakes and Fidget so, weil das war der Battlemage war mein Charakter, den ich als zweite Klasse komplett neu hochgespielt habe. So, ich hatte bis dahin nur meinen Main Magier gehabt, und das ist die zweite Klasse, die ich von Grund auf aufgebaut habe und auch bis in alle Ewigkeiten neben meinen Main begleiten werde. Da führt kein Weg dran vorbei. So, dann hatte eines Tages dann Abla die Führung dann abgegeben gehabt, und das war dann, nachdem dann Pain die Gilde auch verlassen hatte, war denn die sehr gute Führung von Abla, das muss man nun mal an der Stelle sagen, die sich auch sehr gut um die Gilde gekümmert hat. Grüße gehen da auch raus. Ist dann auch wieder ein Zweig abgebrochen so. Und ja, im Prinzip mehr oder weniger war dann die Gilde nachher dann so ein bisschen, sie hat immer mehr abgebaut und so, und eigentlich war es nur noch eine Frage der Zeit, bis irgendwann die Gilde sich dann komplett auflöst und immer mehr die Gilde verlassen werden. So, jetzt ist es seit gestern der Fall, dass sehr viele Leute diese Gilde verlassen haben. So, es fängt einer an, dann hört der nächste auf, dann der nächste, und dann wird dann ich meine, es ist dann nachher wie so ein, weiß ich nicht, so ein Effekt, sag ich mal, dass dann einer anfängt, ne, und alle anderen das dann nachmachen so, ne? Und dann ist es ziemlich schwierig, so eine Gilde wieder aufzupäppeln, aufzubauen und so. Und deswegen wird es wahrscheinlich auch, wie gesagt, ich bin seit Serverstart hier in der Gilde mit drinne. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass dieser Tag nicht kommen wird, weil ich eigentlich, wie gesagt, die Gilde ganz cool fand und ich auch sehr gildentreu bin. Und ich auf meinen anderen Servern eigentlich auch wegen ein paar Ritterhallenpunkte und so die Gilde nicht verlassen werde. Deswegen hatte ich gehofft, dass der Tag nicht kommen wird. Und es wurden mir auch schon von anderen Gilden auf den Server hier zahlreiche Angebote schon gemacht, diese Gilde zu verlassen, um in deren Gilde denn zu kommen. Diese Angebote habe ich nicht wahrgenommen. Ja, ich hatte aber geschrieben gehabt, und das möchte ich auch so festhalten, wenn es eines Tages mit dieser Gilde komplett bergab geht, und ich rede nicht von, keine Ahnung, von 1 bis 5 Spieler, die dann mal die Gilde verlassen, weil das sind Plätze, die kann man immer wieder schnell mal füllen. Oder wenn ein paar inaktiv sind oder so, da gebe ich einen Scheißdreck drauf. Wegen diesen paar Ritterhallenpunkte, das ist mir scheißegal. So, da werde ich die Gilde nicht verlassen, nur um in eine andere Gilde zu kommen, weil jetzt ein paar Leute gerade da inaktiv sind in der Gilde so, ne? Das werde ich nicht machen. Ich hatte aber geschrieben gehabt, auf diese Angebote hin, wenn es mal der Fall sein sollte, dass es komplett mit der Gilde bergab geht und sie unwiderruflich nicht mehr aus der Scheiße zu ziehen ist, dann komme ich gerne auf diese Angebote zurück und nehme diese Angebote dann auch wahr. Und jetzt werde ich höchstwahrscheinlich dann auch diese Angebote wahrnehmen. Ja, ich hatte jetzt schon auf die Angebote geantwortet oder auf ein Angebot geantwortet, was mir gemacht worden ist. Und ja, das könnte sein, dass denn dieses Video hier das letzte Video sein wird aus der Gilde White Shark, ne? Und ihr mich dann in nächster Zeit wahrscheinlich auf meinem Battlemage dann
in einer anderen Gilde sehen werdet. Ne? Das wollte ich nur noch mal dazu sagen, denn gleich so als Statement, ne, oder als, ja, meine Gedanken auf jeden Fall dazu, warum ihr mich vielleicht eines Tages jetzt mit einem anderen Gildentitel dann auf dem Server, ja, mir dann zuschauen könnt bei meinen Videos. Ne? Und ich nicht aus irgendwelchen, keine Ahnung, Gründen wie Ritterhalle oder so jetzt irgendwie die Gilde verlassen werde. Ne? Oder keine Ahnung. Oder ja, was weiß ich, was man noch für Gründe hat zum Gildenhopping. Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall, das ist dann der Grund. Und ja, ich warte jetzt noch darauf, bis ich dann eine Rückmail dann habe, weil ich hatte jetzt dann auch geschrieben gehabt, dass der Zeitpunkt jetzt so langsam gekommen ist, auf diese Angebote zurückzukommen. Und ja, sehe mich denn jetzt so langsam in der Position, die Gilde hier auch schweren Herzens zu verlassen. Aber ja, im Prinzip hat alles mal ein Ende. Es ist halt schade so, weil halt so ein bisschen auf dem Server die Konkurrenz wegfällt. Sie ist sowieso schon hinfällig so, wenn man sich Platz 1 Gilde anschaut. Und ja, im Prinzip ist das jetzt so oder so jetzt nicht. W27, sind wir mal ehrlich, Hand aufs Herz, ist das jetzt auch nicht der stärkste Server. Ich meine, ich hatte es schon öfter mal gesagt, ich bin hier auf Platz 25 mit dem Spielstil, den ich hier an den Tag lege, dürfte ich auf einem starken Server gar nicht in den Top 30. Oh, ja moin. Einfach nur den direkten Vergleich, einmal Dorza zu Dorza. Ja, dürfte ich eigentlich gar nicht so weit oben stehen. Ich stehe es trotzdem. Ich spiele meine 320 Alu jeden Tag, 50er Mount. Das sind meine Hauptinvestitionen. Ich drehe am Glücksrad. So, das ist das, was ich ausgebe auf dem Server hier. Ganz, ganz selten mal equippe ich mich neu. Nicht mal die Legendary Dungeons habe ich mehr als zweimal durch. Ne, ich habe hier ein Item und da ein Item. Da habe ich auch nicht zusätzlich Pilze investiert, also wirklich sehr sparsam auf dem Server und trotzdem so weit oben. Das kann nur bedeuten, dass das nicht gerade der stärkste Server ist. So. Und wenn es ein paar Hardcore-Leute gibt, sei es eine Gilde, dann reicht es schon, den Server konkurrenzlos zu gestalten. Und das ist halt auf dem Server hier der Fall. Und ja, deswegen ist es auch relativ schnell der Fall, dass ja, vielleicht die ersten 2 Gilden relativ gut überleben, vielleicht noch 3. Ab der 4. Gilde wird es dann nachher schon kritisch. So, ne? Und die anderen Gilden, ja, weiß ich nicht. Da wird halt eventuell nicht so dolle auf die Aktivität geguckt. Ich könnte jetzt überall mal durchschauen, ne, wer aktiv ist und wer nicht. Auf jeden Fall kann es halt gut passieren, dass sich solche Gilden wie unsere denn ja, mit der Zeit auflösen. Sie ist ja, wie gesagt, seit Serverstart hier existiert die Gilde. Seit Serverstart bin ich auch in der Gilde und war auch sehr gerne in der Gilde. Jetzt ist aber halt leider die Zeit gekommen, die Gilde dann auch zu verlassen, um dann halt in eine andere einzutreten. Ne? Jo, darüber wollte ich euch auf jeden Fall mal informieren. So sieht das momentan aus. Die aktuelle Situation auf W27. Und ja, da wisst ihr jetzt auf jeden Fall auch Bescheid. Hier bricht auf jeden Fall ein neues Kapitel an auf dem Server und da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt drauf, was das Ganze wird. Ist für mich immer eine ziemlich krasse Sache, weil es bei mir halt wirklich sehr selten vorkommt, dass ich mal eine Gilde wechsle. Das ist eine Sache von wirklich Jahren, bis das mal der Fall ist. Ich hatte bisher einmal die Gilde gewechselt, das war von meiner ersten Gilde, die ich ja persönlich noch hatte, zu Flames of Destiny, weil ich nachher nur noch mit 3 Leuten in der Gilde war. Und dann habe ich nachher den Schlussstrich gezogen. Das war ein Wechsel. Und da hatte ich auch mit Probewoche und alles drum und dran diese Gilde hier besucht, mit der Möglichkeit eventuell nochmal zurückzukehren, wenn es mir nicht gefällt. So. Also so hart suche ich das aus. Ne? Ich versuche halt alle möglichen Wege, bevor es halt dazu kommt. Und ja, das ist jetzt der zweite Gildenwechsel, den ich hier durchgehe. Nicht mehr mit Probewoche und so, weil das ist mir dann zu viel. Das ist auch nicht meine eigene Gilde. Und ja, das ist jetzt der zweite Gildenwechsel, den ich durchmache. Auf meinem Free-to-Play-Char wurden mir auch schon sehr viele Angebote gemacht. Ne? Müsst ihr euch mal überlegen, auf meinem Free-to-Play-Char
wurden mir übelst viele Angebote schon gemacht, in die oberen Gilden, aber auch untere Gilden zu kommen, weil halt hier auch nicht mehr so viel los ist. Ne? Hier bin ich aber auch noch aktiv. Es ist mir, wie gesagt, egal. So. Und ja, das auf jeden Fall dazu. Das soll es dann aber auch, wie gesagt, soweit dazu gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne Bewertungen und Kommentare dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.